Ha. Willkommen zu einer Spooky-Folge Minecraft. Wir haben einen Spooky Shader und ein Halloween Texture Pack. Und einen sehr toll angepassten Halloween-Skin. Offensichtlich. Anyway, ich habe jetzt endlich eine Brücke gebaut. Ich hätte die Brücke maybe bauen sollen, ehe ich meinen gesamten Lagerraum schon umgeräumt habe, weil ich dann sehr viel angenehmer mit einem Esel hin und her hätte gehen können, aber hey, I did it. Wir haben jetzt eine rostige Metallbrücke. Außerdem weitere exciting Neuigkeiten. Die Schleimfarm ist tatsächlich sehr effektiv. Das ist der Schleim, den ich gesammelt habe, während ich einfach nur die Brücke gebaut habe. Also, yup, it's working well. Und manchmal fällt Schleim oben durch, weil da volle Blöcke runtergedrückt werden und dann der Slime manchmal nicht weiß, wo er hindroppen soll. Aber oh well, es ist so oder so mehr als genug Schleim. Es ist okay, dass ab und zu ein bisschen was verloren geht. I will accept it. Anyway, der Gameplan für heute... Ich wollte fliegen, aber ich habe vergessen, meine Rüstung wieder anzuziehen. Very smooth. Der Gameplan für heute ist, dass wir müssen nochmal ins End zurück, aber ehe wir das machen, muss ich noch was abholen. Und das ist der perfekte Zeitpunkt, um euch was zu zeigen, was schon seit einigen Folgen off-camera existiert, aber ich einfach noch nicht gezeigt habe. Hier ist mein Eselloch, das ist, was ich euch zeigen wollte. Okay, jetzt können wir wieder gehen. No. Hier unter der Erde. Ow. Ist ein Skelettspawner. Oh, übrigens, mit dem Halloween Texture Pack werden Bögen zu Trompeten und man dutet. Es ist beautiful. I love it. Und die Pfeile sind kleine Noten. Es ist sehr gut. Ich habe anscheinend das letzte Mal, als ich hier war, irgendwas bearbeitet und mein Loch nicht zugemacht. Sauerei. I fixed it. Anyway, ich muss auf ein paar mehr Knochen warten. Und dann gehen wir auf ins End. Wir haben Pläne dort. Wichtige Pläne. Aber wir brauchen erst ein bisschen Bone Meal. Halber Stack Knochen acquired. Let's get going. Ich habe keinen weiteren Fortschritt am Berg gemacht. Wait, ich glaube, das ist tatsächlich eine Lüge. Ich glaube, ich habe hier minimal weiter rundherum gebaut. Und actually, was glaube ich letzte Folge noch nicht war, ich habe hier noch weiter rumgebaut. Sodass man jetzt von vorn schon den Eindruck haben könnte, dass es ein vollständiger Berg ist. Was es nicht ist, aber verratet's nicht. Kann ich ins Fenster fliegen? Well, close enough. Na, Bruno, du cuter Boy. Habe ich dich zu wenig gefüttert? Du siehst ein bisschen abgemagert aus. Warte, ich hol dir ein Fleischi. Oh, und wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt einen weiteren Mitbewohner hier. Damit kann ich euch das nächste Update zeigen, ehe wir ins End aufbrechen. Ich habe angefangen, meine Villager ein bisschen ordentlicher aufzustellen. Wir haben jetzt 2 Bibliothekare, den Mending Boy. Und ich habe mir einen Unbreaking Boy noch besorgt. Der ist noch nicht fertig aufgelevelt. Ich hoffe, dass der irgendwann noch den Bücherregal-Trade bekommt, damit ich mir viele Emeralds ganz einfach verdienen kann, indem ich dem hier die Bücher daraus verkaufe. Aber damit ich die Preise von dem niedrig bekomme und mit dem Farmer muss ich das auch noch machen, deshalb ist der gerade noch frei. Steckt hier hinten ein Zombie drin. Und während der Zombie halt noch frei rumgelaufen ist, hat der Boy sich durchgehend erschrocken und hat irgendwie oben uns den Iron Golem beschwört. Ich beschwere mich nicht. Der kann noch nützlich werden. Aber erstmal kriegt Bruno was zu essen. Bruno sieht ja ungesund aus. Hey Bruno. Guten Appetit, Junge. Tschüss.
Okay, und jetzt muss ich gucken, wo ich mein eigenes Essen hingetan habe. Und Leute, soll ich euch meine coolste Redstone Construction zeigen? Okay, look at this. Aha! Es sieht auf der Seite sehr hässlich aus, aber ich komme jetzt schneller hier runter. Und da ist ein Noteblock versteckt. Wenn ich den drücke, dann sieht man von der Seite nichts mehr. Haha! I am a Redstone Genius. Und ich habe es so groß gemacht, dass ich hier mit einem Esel runterhüpfen kann, weil mich gestört hatte, dass ich die immer anbinden muss. Jetzt kann ich, wenn ich mit einem Esel komme, was ich potenziell nie mehr tun werde, weil ich jetzt fliegen kann, will sie. Aber wenn ich mit einem Esel kommen würde, kann ich den jetzt einfach hier runterlegen und in meinen Lagerraum gehen, holen, was ich brauche und wieder mit dem Esel rausgehen. Anyway, was wollte ich holen? Essen. Richtig. Wait, ich dachte, ich hatte irgendwo Kürbiskuchen. Ich schätze, den habe ich schon gegessen. Well, nehmen wir den Stack Kekse mit. That'll have to do. Loch wieder schließen. Und auf geht's. Amazing. I love it. I am very happy with it. Ich zeige euch nicht das Redstone dahinter. Es ist wahrscheinlich sehr suboptimal, aber es funktioniert. Also ihr könnt euch nicht beschweren, okay? Es geht. Das ist, was wichtig ist. Okay, habe ich alles, was ich brauche? Hier ist meine Building Chest. Ich glaube mal, dass ich alles habe. Ich glaube, wir sind bereit. Auf geht's. Auf ins End. Aua. Nachdem wir uns den Kopf einmal stoßen. Oh, dang. Bist du ein Pigman? Die sind in dem Halloween-Pack einfach kleine Geister. Oh, that's kinda cute. I like him. He's cute. Anyway. Okay, ehe ich mich wieder von Silberfischchen massakrieren lasse und schnell ins End hüpfen muss. Nicht meinen Kürbis vergessen. Na, kommst du schon, um mich zu begrüßen? Oh no, und da kommt schon sein Freund. Wenn es ein Server wäre, würde ich denen allen Name-Tags geben, einfach damit jeder durch die Hölle gehen muss, wenn er ins End gehen will. What are you? Oh shit, Endermen sind einfach Naga in dem Texture Pack anscheinend. Aber euer Torso ist gesplittet. Ihr seid komische Nagas. Sollt ihr überhaupt Nagas darstellen? Bin mir nicht sicher, was ihr sein sollt. Sure, okay. Und Endstone ist rot. Anyway, ich habe euch noch nicht erzählt, was tatsächlich der Plan ist. Ich habe euch nur gesagt, dass ich einen Plan habe. Jetzt, wo meine Villager ordentlich aufgebaut sind, beziehungsweise, naja, sie kommen langsam an den Punkt, wo sie ordentlich aufgebaut sind. Und ich habe tatsächlich ziemlich viele coole Bücher, die ich jetzt von denen schon bekommen kann. Möchte ich gerne einen effektiveren Weg, wie ich... Oh, I placed that very well, didn't I? Let's try that again. Ich möchte gerne einen effektiveren Weg, wie ich meine Ausrüstung wieder reparieren kann und insgesamt Level bekommen kann, als einfach mich stundenlang an meinen Zombie-Spawner zu stellen. Außerdem möchte ich gern viele Enderaugen. Das heißt, wir werden diese Folge uns eine Enderman-Farm hier aufbauen. Und damit da keine Endermen an Punkten spawnen können, wo keine Endermen spawnen sollen, werde ich das Ganze halt aus Slabs bauen. Und weil einfach im Standardmäßigen die Gebäude im End lila sind, habe ich mir gedacht, nehmen wir doch das lila Holz. Das kann man sonst für so wenig nutzen. Ich glaube, ich habe noch nie was wirklich aus dem lila Holz gebaut, obwohl ich es eigentlich ziemlich cool finde. Also nehmen wir lila Holz, um unsere Enderman-Farm zu bauen. Zumindest die Teile, auf denen keine Endermen spawnen sollen. Alright. Schritt 1 abgeschlossen. Ich habe ein bisschen über einen Stack an Holz gesammelt und es wird noch in Slabs verarbeitet, also das sollte mehr als genug sein. Schritt 2. Ich muss mir einige Enderperlen erfarmen. Ich denke mal, ich werde mindestens einen Stack brauchen, vielleicht sogar mehr, also... Well, ihr seid so terrifying, Boys. Mit diesem weirden Kreaturen-Skin, den ich mir nicht mal sicher bin, was ihr darstellen sollt. Ich glaube mal, es soll ein Naga sein, aber keine Ahnung. Das Problem, wenn du das brauchst, was deine Farm herstellen soll, um deine Farm zu bauen. Schritt 2 abgeschlossen. 3,5 Stacks sollten ausreichen.
Hoffe ich zumindest. Es wird ein bisschen von Glück abhängen, aber ich hoffe mal, dass das ausreicht. Ansonsten, diese Plattform wartet auf mich. Mein bester Freund. Dann haben wir alles, was wir zum Bauen der Farm brauchen sollten. Holzzeit. Okay, wir müssen uns, ich glaube, 128 Blöcke rausstacken, damit keine Endermen mehr hier drüben spawnen können, damit wir die maximale Spawn-Rate bekommen. Also theoretisch genau 2 Stacks. Und wir machen es mit den unteren Half-Slabs, damit auf unserem gesamten Weg hier nichts spawnen kann. So. Time to go, I guess. Dann baue ich mir hier ein bisschen eine minimal größere Plattform, damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Okay. Jetzt, wo ich meine Plattform habe, auf der ich mich halbwegs safe fühlen kann, muss ich leider jedwedes Gefühl an Sicherheit doch wieder droppen, weil ich hätte gern mein Collection-System weiter unten. Deswegen muss ich das nochmal weghacken und I hate it. I don't want to do this, but oh no. Weil es aus Half-Slabs ist, kann ich da nicht... Ich pack mal einen temporären Block hin. Yes. Und pack da eine Fackel drauf, damit da nichts spawnt, während ich da bin. And now I have to go down. It's okay. Tada! Amazing! I am great. Es ist terrifying, wenn man diese kleine Brücke hier langläuft und langsam alle Endermen einspawnen auf dieser einen Seite der Insel. Weil diese Menge an Endermen wird später in unserer Enderman-Farm durchgehend sein. It's gonna be great. Okay. That's that out of the way. Der nächste Schritt ist der Main Part. Jetzt muss ich mich von hier aus 43 Blöcke hochstapeln. Und dann kann ich oben meine Enderman-Spawn-Plattform bauen. So, let's go! Und auf die Höhe kommt meine Spawn-Plattform. Aber ehe ich die aufbauen kann, müssen wir den Main-Teil oder was heißt den Main-Teil? Müssen wir erstmal unser Bait für die Enderman aufbauen. Wait, actually. Pup. Ich habe keinen Nametag dabei. Wait. Time to go back home. Shit, wie komme ich da jetzt am besten wieder hoch? Ich schätze, ich baue einfach meinen Tunnel, durch den die Endymans dann runterfallen, direkt jetzt auf. Richtig. Ich bin einfach weggeflogen, während die Plattform oben schon spawnbar war. I forgot about that. I guess wir müssen gleich ein paar Nagas runterschubsen. Goodbye. Okay, er hat überlebt. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, ich habe es die richtige Anzahl an Blöcken gemacht. Okay, ihr müsst eigentlich hier mal runter, Leute. Lässt sich das einrichten? Bitte? Goodbye, friend. Okay. Eine Trapdoor. Weil Endermen sehen die nicht als Blöcke an. Beziehungsweise sehen die als volle Blöcke. Deshalb denken sie, ich kann da drüber laufen und fallen runter. Okay, und jetzt muss ich strugglen, den Boy gespawnt zu bekommen. Wie mache ich das am besten? Der muss dann in Minecart kommen. Ich schätze, ich muss eine etwas größere Plattform bauen, damit der Boy mich nicht aber direkt runter pupt. Because I would not enjoy that. Zeit für die Redstone Box. Okay, ich brauche ein Minecart. Ich nehme mir Rails. Ich nehme mir einen Schalter. Ich habe keine Power Drill. Nevermind, keinen Schalter. Wir müssen es so schaffen. Okay, auf dem Block soll der Boy dann stehen. Erstmal muss ich den Boy, schätze ich, gespawnt bekommen. Mal schauen, wie viele Enderperlen es mich kosten wird. Ich habe 3 Stacks und 10. Das dudet auch? Okay. Well, I'm in for a lot of dudes. Okay, die ersten 10 waren schon mal ein Bust. Nächster Stack.
Habe ich überhaupt genug Kekse dafür? Ich brauche die so schnell auf. Well, we will find out. Potenziell muss ich nochmal zurückgehen und mir Goldmöhren kaufen. Habe ich noch Regen Potions? Yes, okay. Dann reichen vielleicht sogar meine letzten 14 Kekse. Okay, letzter Stack, let's see. Oh, der letzte Stack hat's geschafft. Ich habe schon gedacht, ich krieg keine. Jetzt muss ich den Boy nur irgendwie in das Minecart kriegen. Which might suck, but we'll have to try. Somehow. Vor allem dadurch, dass ich keine Powered Raids mehr... I don't want to talk about this anymore. Warte hier, Endermate. Oh shit, wenn hier Enderman spawnen, dann ist Endermate auch direkt dead. God damn it, everything is backfiring. I hate it. Endermate kann hier auch einfach rauslaufen. Oh no. Be safe, Endermate. Warte da, Endermate. Ich hole Powered Rails, neues Essen und neues Minecart. This never happened. I'll be right back. Okay, wenn ich jetzt zurückkomme und Endermate weg ist. Ich wäre nicht wütend. Ich wäre nur sehr, sehr enttäuscht. Oh, he lives. Endermate. Ah! Ah! Okay, Endermate. Jetzt muss ich, I guess, Endermate pushen gehen. Yes, I did it. I did it, you guys. Jetzt sollte theoretisch die gesamte Safety-Vorrichtung hier weg können. Und dann sind wir so gut wie fertig, I think. Yeah, I think so. Alright. Endermen wären angry, wenn die Endermites sehen. Deswegen haben wir Endermate da oben drin. Und dadurch, dass die Endermen die Falltüren hier als volle Blöcke sehen, werden die Endermate sehen, wenn sie hier auf der dann später noch größeren Plattform spawnen, werden wütend rüberrennen, sich denken, sie können Endermate holen und fallen hier ins Loch. Und dann kann ich sie unten für XP und Enderperlen von ihrer wütenden Existenz befreien. Ah yeah. That's it. Ich habe gerade erstmal keine Blöcke mehr, um das hier größer zu machen, aber wir können das noch sehr, sehr viel größer machen. But I believe we're done. Dann fliege ich mal runter. Hey, you guys. Ich habe mich vor meiner Treppe erschrocken. Look at this, you guys. So many Endermans. Und die sollten alle auf One-Hit runtergehen. It's beautiful. Jetzt kann ich meine Tools sehr viel einfacher reparieren. How did you get there? I am confused. Huh. Heck yeah, Enderperlen. Amazing. And now I can... Oh. So much XP. Hier, repariere auch meine Schaufel. What? But... Ist das immer noch derselbe oder ist noch einer runtergekommen? Ne, das ist noch derselbe. Ich habe keine Ahnung, wie der... What? Die können sogar Scaffolding nutzen? Die werden zu intelligent. I think I take that back. All meine Ausrüstung ist repariert. Die Enderman Farm funktioniert. Ich habe einige Enderperlen. Wir sind mit dem ersten Projekt dieser Folge fertig. It was a great success. On to the next project.
So, haben wir den technischen Teil dieser Folge hinter uns gebracht. Wird es Zeit für etwas ästhetisch Hübsches. Ich will den Enchantment Table hier oben rausbekommen, damit ich den Turm tatsächlich demnächst anfangen kann, naja, wie einen Wachturm einzuräumen. Und nicht meine random Kammer für alles. Also habe ich angefangen zu überlegen, was ich dafür bauen kann, wo ich meinen Enchantment Table cool reintun kann. Ich habe angefangen, SteamWorld Quest zu spielen. Und da gibt es einen Händler, der einfach so einen kleinen Wagen hat, mit dem die Händlerin dir immer nachreist. Die steht in jedem Level mit ihrem kleinen Wagen und der Wagen sieht super cool aus. Und sieht so ein bisschen mystisch auch aus. It's perfect. Also baue ich etwas inspiriert von dem SteamWorld Quest Wagen. Und theoretisch, dadurch, dass es ein kleiner Wagen ist, kann ich den auch einfach insgesamt überall hinbauen. Bei meinem Zombie-Spawner könnte ich aber den Wagen nochmal auch hinbauen. Im End könnte ich in der Nähe von meiner Enderman-Farm den kleinen Wagen hinbauen. Dann kann ich überall, wo ich bin, immer einfach enchanten. Und es sieht fancy aus. Und es sieht dann einfach aus, als würde mir der Wagen halt nachreisen. I like that. Also, ich habe hier schon meine Baumaterialien hingestellt. Sieht aus wie ein Stapel an komplett zufälligen Sachen. Aber it's gonna be nice. Timelapse time! Es ist soweit, Leute. Seid ihr bereit? Zeit, den Enchantment Table endlich umzuplatzieren. Look at this beautiful little wagon. Ab, du stehst im Weg. Ich muss mein Meisterwerk zeigen. Und du blockierst die Kamera. It is done. Tada! Ein ordentlicher Enchantment-Platz. Wir müssen hier Glas im Boden haben, weil es sonst hier hinten zu dunkel ist. Ich dachte, die Kerze würde mehr Licht machen, aber it does not. Deswegen würden wir hier hinten sonst Zeug spawnen können und auf transparenten Blöcken kann nichts spawnen. Also kann halt nicht einfach eine Fackel hier hinstellen, weil egal was ich hier hinstelle, es unterbricht die Verbindung vom Enchantment Table zu den Bücherregalen. Also, Glas it is. Hier soll noch mein Brewing Stand irgendwann hin, aber ich brauche den einen gerade unten bei dem Villager, weil er den als Workstation hat und habe keine Blaze Rods, um mir einen neuen zu bauen. Also, it will have to wait. Aber ich schätze, mein Brewing Setup wird auch irgendwann hierher kommen. Und nicht nur hierher, ich nehme an, dass ich den Wagen halt, wie gesagt, an mehreren Stellen baue.
because that's gonna look fancy and yes, it's done. This is my beautiful wagon. I like it. I think it looks cute. Die Räder sehen ein bisschen awkward aus, aber ich weiß nicht genau, wie ich die Räder besser darstellen sollte. Also bleiben die Räder so. Und hier muss noch ein Loch im Boden bleiben, weil es darunter zu einer meiner Geoden geht, wo ich Amethyst herbekomme. So we need to keep that. Zumindest noch. Aber hier ist theoretisch alles, was man braucht. Ich habe meine Enderkiste außen dran. Ich kann hier drin in den 2 Fässern ein paar Bücher und Lapis und was nicht alles aufheben. Ich habe ein Bett. Ich habe auch einen Amboss, einen Crafting Table und einen Grindstone hier. Alles ist hier. Und das hier ist, ich habe es erst als Design von einem Vogelkäfig gesehen. Und ich fand es mega cute, aber ich habe halt keinen Vogel. Also im Moment habe ich, schätze ich, einfach einen leeren Kasten hier hängen. Aber es wird wie ein cuter Vogelkäfig aussehen, falls ich irgendwann einen Vogel hätte. Mhm. Oh, mit der Sonne im Hintergrund. Beautiful. Anyway, ich würde sagen, das war genug für eine Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Happy Halloween! Tschüss!